Unser Roadtrip durch Norwegen geht weiter, auf der Suche nach diesen ganz besonderen Erlebnissen, die man so schnell nicht wieder vergisst. Von einsamen Tagen am Fluss bis zu Augenblicken, in denen uns die Natur einfach mitten ins Herz trifft. Aber Rentiere ist für uns das erste Mal. Und das ist irgendwie schon sehr besonders. Aber nicht jedes Highlight serviert uns dieses Land auf dem Silbertablett. Manche Momente müssen wir uns erst erarbeiten und wirklich alles versuchen. Es sind genau diese Kontraste, die Skandinavien für uns so unglaublich spannend machen. Aber wir haben natürlich auch so einen innerlichen Zwist, denn je mehr wir in diese Landschaften eintauchen, desto mehr bringt es uns zum Nachdenken. Und wie auf fast jedem unserer Wege begleitet uns auch hier diese eine Frage. Mehr oder weniger unbewusst prüfen wir auch alles ein bisschen auf die, ja, wie soll ich sagen, Base-Tauglichkeit. Hi, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind heute schon ziemlich früh unterwegs. Wir haben uns nämlich direkt an diesen schönen See hierher bewegt. Es ist ja endlich mal ein Tag ohne Regen. Jetzt war es doch die letzten Tage sehr verregnet und wir wollen endlich mal dieses Norwegen kennenlernen, wie man es aus den Bildern kennt, aus den Erzählungen kennt und wie ich mich glaube, daran zu erinnern von meiner letzten Reise hierher vor 15, 20 Jahren. Und ich glaube, wir haben echt gute Chancen. Der See hier ist einfach richtig idyllisch. Und wir sind auch nicht alleine hier. Wir haben gute Freunde wieder getroffen, die wir von der Panamericana kennen. Und ja, hier wollen wir ein paar Tage in Norwegen zusammen verbringen. Roberto und Tino sind auch schon losgelaufen, denn an diesem See soll es wohl legendäre Fischgründe geben. Also haben sie die Angel heute früh schon gepackt und sind schon ein Stückchen weiter vorne. Das war jetzt leider nichts. Wir haben mal wieder nichts gefangen. Aber ja, am See zu fischen ist sowieso meistens schwieriger vom Ufer her. Wir müssen uns ein Boot mieten, aber es kostet extrem viel Geld. Von dem her, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es ist auch nicht ganz so kalt wie die letzten Tage. Aber jetzt packen wir wahrscheinlich zusammen und fahren zu einem See, zu einem Fluss und versuchen da unser Glück. Irgendwann mal muss ich doch auch was fangen. Guten Morgen. Weiter geht's auf der A18 Richtung Süden. Zu Ihrer Rechten der wunderbare Forellensee. Geradeaus das Skigebiet von Lemmonshöhe. Mit Flavia und Tino sind wir sowieso sehr gut aufgestellt, was die Planung angeht, denn Flavia ist richtig gut informiert, was Wanderungen angeht und Tino hat sich sehr schlau gemacht, was das Fischen angeht. Also von dem her, mit den beiden kann echt nichts schief gehen. Ja, und auch der nächste Platz ist jetzt nicht weit entfernt. Es ist ein bisschen Schotterstraße unterwegs, wie Tino meinte, aber es soll wohl ein richtig schöner Spot sein, auch abgesehen vom Fischen. Also ich glaube, das wird gut, oder? Ja, freue mich. Meinst du? Hola. Hey,
Ich habe gedacht, es sieht schön aus, aber es ist halt hier recht wenig tief zum Fischen wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir irgendwie nicht vorkommen. Ja, es ist schauen. Ja. Komm gleich. Und? Wir probieren hier mal probieren fischen. Gut. Ja. Es ist richtig schön da unten. Was für ein Traumplatz. Hier bleiben wir auf jeden Fall heute. Ob sie jetzt einen Fisch fangen oder nicht, das ist dann auch schon egal. Obwohl ich ja schon toll fände, wenn mal endlich Fisch auf den Teller kommt. Denn das Einkaufen ist hier ganz schön teuer in Norwegen. Die Jungs haben sich auch gleich schon die Angel rausgeholt, machen sich schon fertig und gehen gleich los. Aber ja, wirklich ein traumhafter Platz, direkt am Fluss. Könnte nicht besser sein, oder? So stellt man sich's vor. Leute, das war mein allererster Fisch. Eine Bachforelle, etwa 20 cm lang. War ziemlich überrascht. Und es ist eine richtig schöne Forelle mit roten Punkten. Typisch hier für Norwegen, wenn sie eher ein bisschen kleiner sind. Aber ja, ich war richtig überrascht. Also ich war auch richtig froh, dass Tino kurz gekommen ist, der mir nochmals alles gezeigt hat bzw. mitgeholfen hat, den Fisch zu betäuben, den richtigen Kiemenschnitt zu machen, den Fisch auszunehmen. Wollten ja den Fisch auch nicht, also ich will ja den Fisch auch nicht leiden lassen. Aber ja, bin ein bisschen sprachlos. Auf der einen Seite freue ich mich richtig, den Fisch gefangen zu haben. Auf der anderen Seite, ja, ist ein Lebewesen, aber ich glaube, so schätzt man halt Fleisch und auch Fische wahrscheinlich mehr, als wenn man sie einfach nur im Supermarkt kauft. Von dem her, ja. Zwischendurch hat es ja auch noch geregnet und da muss ich sagen, ich war mir schon ein bisschen unsicher, wie lange es die Jungs aushalten beim Fischen und ob sie überhaupt irgendwas bringen. Ja, und tatsächlich sind jetzt, wie viele Fische rumgekommen? 4, 5? 6 Bachforellen sind dabei rumgekommen, also richtig cool. Und ich muss auch sagen, wir freuen uns natürlich, weil wir jetzt, ja, wir können die essen, das ist selbst gefangen aus dem Fluss, aus der Wildnis. Aber wir haben natürlich auch so einen innerlichen Zwist, denn das sind ja auch Lebewesen, die jetzt für uns sterben quasi. Und zum einen ist da unser moralischer innerer Konflikt, aber natürlich ist dann auch die Frage, wie viel davon soll man auch auf Social Media teilen, denn ja, da gibt es ja ganz viele Meinungen dazu und ja, also wir hoffen, das kommt jetzt nicht irgendwie falsch rüber, aber wir wollen es auch nicht verheimlichen, weil das wäre ja auch nicht authentisch, wäre auch nicht ehrlich. Ja, und wir schätzen es einfach riesig, dass uns die Natur solche Möglichkeiten gibt und wir das so machen können. Ja, und übrigens, natürlich braucht es auch eine Lizenz hier in Norwegen, um zu fischen. Wir haben, also die zwei Jungs haben sich jeweils eine geholt für dieses Gebiet hier. Und am schönsten wäre natürlich auch, wenn wir es auf dem Feuer grillieren könnten. Aber da gibt es ein Feuerverbot aktuell wegen der vielen Waldbrände, die es ja nicht nur in Norwegen, sondern überall in Europa gerade gibt. Und das respektieren wir natürlich auch. Also wir achten auf jeden Fall darauf, dass wir auch den Regeln konform bleiben. Muchas gracias. 2. Ups. Gerade nichts mit.
wie das pH ist. Ja, haben wir gut gemacht. Ne? Yes, Roberto. Haben wir sehr gut gemacht. Aber ich habe es gar nicht untereinander gemacht. Weißt du? Guter Fisch. Gut. Ja, der eigene ist immer der beste. Es ist ja wirklich einfach nur ein Traumplatz hier, aber man muss auch sagen, man genießt solche Orte ja immer noch mal mehr, wenn man in guter Gesellschaft ist. Und gerade mit Flavia und Tino konnten wir in der Vergangenheit schon so viele schöne Erinnerungen sammeln. Wir haben sie auf der Panamericana kennengelernt, da immer wieder getroffen. Und auch jetzt, wenn wir dann so durch diese norwegische Landschaft zusammenfahren, da kommen immer wieder Erinnerungen hoch, wo man sich an Stellplätze erinnert oder eben an gemeinsame Erlebnisse von einfach diesem anderen Kontinent. Völlig verrückt. Ja, und mit ihnen ist auch immer was los. Wir waren in den letzten Tagen auch ein paar Mal unterwegs, als mal doch zwischendurch ein einigermaßen gutes Wetterfenster war. Also da hat Roberta natürlich schon die Angelrute rausgeholt, war mit Tino fischen ein paar Mal und wir waren auch zusammen wieder klettern. Es war richtig cool, da waren ein paar richtig tolle Routen dabei, die auch für uns sehr gut gepasst haben. Und es war einfach wieder schön, so diese Zeit zusammen zu verbringen. Und ja, bestimmt werden auch die nächsten Tage zusammen noch richtig toll. Nachmittage wie diese sind der Grund, warum wir dieses Leben so lieben. Nach dem Essen zieht es uns alle nochmal ans Wasser. Angel auswerfen, die Ruhe suchen und einfach im Moment sein. Wir können auch immer nur schwer glauben, was für wunderschöne Natur uns umgibt. Das sanfte Rauschen des Flusses, Berge und Wälder, soweit das Auge reicht. Hier, in Norwegens scheinbar unberührter Landschaft, könnte man fast vergessen, dass da draußen noch eine andere Welt wartet. Das Beste bleibt, dass wir dieses Fleckchen mit Freunden teilen. Zusammen lachen, neue Geschichten schreiben und ganz ohne Zeitdruck den Tag verstreichen lassen. Genau das macht solche Augenblicke unbezahlbar. Normalerweise würden wir jetzt den Abend gemütlich ausklingen lassen, aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir noch Lust auf ein Abenteuer haben, denn es gibt hier eine Route, die bekannt ist dafür, dass es hier immer wieder Lichtungen gibt, auf denen Elche zu sehen sein sollen. Und da wir ja schon mal das Glück hatten, ein-, zweimal Elche zu sehen, aber immer so von weitem und nie so richtig, haben wir beschlossen, wir machen das jetzt einfach spontan. Was, hast du schon was gesehen? Nee, noch nicht. Es sind eigentlich nur so 14 Kilometer, es ist keine wahnsinnig lange Strecke. Aber ja, wir fahren schön langsam und vielleicht sehen wir ja noch mal was. Also da, wenn wir jetzt um die Kurve kommen, da sind jetzt rechts ein Kreuzchen und kurz darauf aber auch links ein Kreuzchen. Da könnte es sein, dass es Elche hat. Ah, das sind Kühe. Da vorne. Keine Elche, Kühe. Leider haben wir auch ein bisschen ungünstige Bedingungen. Es hat natürlich pünktlich zu unserem Start auf dieser Runde angefangen zu regnen. Und man sagt ja, bei Regen kommen die Elche nicht so gerne raus. Also trockenes Wetter wäre schon gut, aber es ist leichter Nieselregen, also hoffen wir, dass es trotzdem was wird. Hier links. Halten wir uns links, ja. Ja, weil wir haben ja auch, wir wussten das vorher nicht, wir haben 100 norwegische Kronen zahlen müssen für diesen Weg. Das ist eine Mautstraße. Das zahlt man dann online im Nachhinein, aber ja, da wollen wir natürlich schon auch das Maximum rausholen. Wenn jetzt der Regen uns das vermisst, wäre blöd. Haben Sie schon was gesehen? Nein, das kann schwierig aus diesen Bäumen gesehen haben. Wir
wir sind total konzentriert, scannen die ganze Zeit jede Ecke ab, die wir hier aus dem Fenster sehen. Und das erinnert mich auch total an Patagonien, als wir da durch den Torres del Paine war das, oder? Ja, in Chile. In Chile durch den Nationalpark gefahren sind, auf der Pirsch nach einem Puma. Und da waren wir ja auch genauso unterwegs, wo man so ganz langsam fährt und versucht, irgendwie jeden Stein zu analysieren, ob da dahinter vielleicht ein Ohr rausguckt. Und also wir hatten da ja auch schon fast aufgegeben und da haben wir auf einmal einen Puma gesehen und das war ja ein Wahnsinnserlebnis. Und ich wünsche mir so, dass das jetzt hier auch klappt mit einem Elch. Das wäre schon richtig besonders. Wir halten hier kurz an. Wir haben etwas gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es nur ein Reh ist. Aber trotzdem ist auch schön. Siehst du schon? Hier drüben war es doch, oder? Ja, da vorne ist es. Ja. Oh, hier ist ganz viel Kacke am Boden. Ja. Also irgendwelche Tiere sind hier. Man sieht auch immer wieder so Pfade, die von der Straße weggehen. Ah ja, da unten ist es. Ja. Ja, guck. Das ist ein Reh. Ja. Naja. Zack, zack. Jetzt musst du rühren. Aber vielleicht ist das wirklich. Vielleicht ist das rausgekommen, weil der Wir haben vorhin gelernt, wie ein Elch rohrt, oder wie? Röhren. Röhrt? 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 Ja. Ich zeig's euch jetzt. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ah, der Regen wird immer stärker und wir sehen hier einfach doch nichts. Wir probieren es einfach weiter, fahren ein Stück. Ich glaube, wir haben eh erst ein Drittel von unserem Weg, von dem her, ja, vielleicht haben wir später noch mal mehr Glück. Schwer was in der Ferne zu sehen, wenn davor Bäume sind. Gerade mit dem Fernrohr ist einfach nur alles verschmierte grüne Masse. Ja, und irgendwie noch keine Elche. Ich werde nur immer nasser, weil ich durch die verregnete Scheibe nichts sehe. Das heißt, ich habe offen, es regnet auf mich drauf. Und keine Elche. Auch wenn wir bisher noch keine Elche gesehen haben, ich finde es trotzdem schön, einfach so durch diese Gegend zu fahren. Ich finde es auch relativ gemütlich im Auto, während es regnet. Und einfach so diese, ja, die Landschaft ist hier halt einfach nochmal anders. Und ich finde auch das toll. Und sowieso auch noch mit diesen typischen Häusern hier, mit den Grasdächern. Das ist ja auch so ein besonderes Bild, das man nicht überall hat. Und ich finde auch das spannend. Ich finde, die Fahrt lohnt sich auch so. Oh! Ah ne, das sind Schafe. Hat sich auf einmal was bewegt. Schafe! Wenigstens haben wir Schafe gesehen. 2 Rehe und ganz viele Schafe. Ja. Tja, das war wohl nichts. Es ist fast 11 Uhr. Wir sind die Straße sogar 2-mal gefahren. Wir haben am Ende gewendet und sind nochmal zurückgefahren und haben trotzdem keine Elche gesehen. Naja, mit der Natur kann man einfach nicht planen. Die macht, was sie will, ist auch richtig so. Vielleicht haben wir ein andermal wieder Glück. Jetzt sind wir auf jeden Fall ganz schön kaputt. Wir suchen uns einen Schlafplatz. Weit fahren wir eh nicht mehr. Und beenden den Tag jetzt erstmal.
guten Morgen. Ihr seht schon, wir sind wieder auf denselben Platz gefahren, einfach weil er so schön ist und so spät abends mag man auch nicht lange Stellplatz suchen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben keine Elche gesehen, aber Kühe haben uns besucht. Die haben auf einmal einfach unseren Van umzingelt und haben die Hälfte des Vans abgeschleckt. Obwohl wir seit Schweden, glaube ich, nicht mehr waren, oder? Ja. Also so salzig kann der Van nicht sein. Aber ja, die fanden den irgendwie toll. Also beide Vans. Ja, das hebt doch gleich schon die Stimmung am Morgen. Für uns ist es an der Zeit, diesen wunderschönen Spot zu verlassen. Nachdem die Kühe das Fahrzeug jetzt mal gewaschen haben, ja, fahren wir Richtung? Fjord. Richtung Fjord. Genau, einmal quer über die Berge durch und ja, weiter zu unserem nächsten Ziel. Listo, vamos! Órale! Wie krass, da ist man so fokussiert auf die krassen Berge und Gletscher und auf einmal ist da einfach eine Rentierherde. Ich hatte ja ehrlich gesagt schon echt gehofft, dass wir irgendwann mal Rentiere sehen, aber ich dachte immer, nee, die sind doch viel weiter im Norden, wenn jetzt so im Sommer es eigentlich warm ist, aber gut, es ist ja auch gar nicht so warm. Das heißt ja auch immer wieder, der Sommer sei bisher sehr kalt und nass hier für norwegische Verhältnisse. Ja, und da vorne sind die Rentiere. Einfach so eine riesen Herde Rentiere. Ah, wie cool ist das denn? Wahnsinn. Rentiere! Wie cool ist das denn?
Gerade so nach der Enttäuschung mit dem Elch, aber ich finde das hier, also Elche haben wir ja wirklich schon viele gesehen, halt nicht hier, aber Rentiere ist für uns das erste Mal. Und das ist irgendwie schon sehr besonders. Ja, vor allem auch in dieser Gegend hier, oder? Ja, wo wir es nicht erwartet hatten und so viele und dann sieht man so richtig so diesen Flaum am Geweih und wir standen ja dann irgendwann einfach nur hier und die sind dann so an uns vorbei. Ah, schon ein sehr schönes Erlebnis. Das war jetzt ein richtig schönes Erlebnis. Ich bin so froh, auch endlich mal Rentiere zu sehen. Ich dachte, die gibt es nur im Norden. Von dem her umso schöner, die hier gesehen zu haben. Obwohl es richtig eisig kalt ist, wie Jessie ja schon meinte. Aber nach den Ziegen unerwartet, wo wir jetzt aber gemerkt haben, dass es hier in Norwegen Tausende davon gibt. Richtig schön. Ach, der Tag ist einfach perfekt bis jetzt. Immer noch euphorisch von unserer Rentierbegegnung schrauben wir uns weiter durch die eindrucksvolle Landschaft. Vorbei an imposanten Bergseen und mächtigen Felsmassiven, die einen mit jedem Kilometer ein Stückchen kleiner wirken lassen. Nach Stunden auf der Straße rollen wir schließlich auf einen Parkplatz. Zeit, den Gang rauszunehmen, durchzuatmen und uns eine kleine Belohnung zu gönnen. Bei frisch gebackenen Zimtschnecken und duftendem Kaffee machen wir es uns für einen Moment gemütlich, bevor es dann auch schon wieder weitergeht. Egal wie lang ein Fahrtag ist, für eine Zimtschnecke ist immer Zeit. Und für solche Zwischenstopps nimmt man sich einfach die Zeit, oder? Ja. Robert hat relativ wenig davon. Aber wenigstens mal ein bisschen kurz den Kopf lüften. Und war richtig spannend zu sehen, wie die Zimtschnecken auch zubereiten. Also das war ein Bonus, den ich nicht erwartet hatte. Ja, und jetzt haben wir eigentlich eh nicht mehr viel Fahrt vor uns, denn wir nehmen gleich eine Fähre. Wir sind nämlich so gut wie am Fjord angekommen und um unsere Route fortzusetzen, müssen wir einmal übers Wasser und da gibt es keine Brücke, beziehungsweise die Fähre funktioniert wie eine Brücke. Ja, und danach ein paar Kilometer weiter und dann kommen wir hoffentlich auch schon dann irgendwann am Stellplatz an, weil der Tag zieht sich jetzt schon ganz schön. Ui. Ja, aber erstmal die Fähre. Sieht recht voll aus, ja? Haben wir auch gemeint, aber sie kommt erst an. Ah. Please follow the instructions from the crew, who will also provide assistance to passengers who require additional help. Guten Morgen, an was für einem schönen Ort sind wir hier wieder gelandet. Es ist zwar so, wie wir befürchtet hatten, in den Fjords regnet es immer noch, aber es ist gar nicht so schlimm. Also erstens mal finde ich ja, diese mystische Stimmung passt auch ein bisschen hier dazu. Aber auf der anderen Seite, es ist auch eher so ein Nieselregen und zwischendurch ist auch mal ein trockenes Wetterfenster. Also so schlimm ist es auch nicht. Und ja, ich muss auch sagen, wie wir so ja, jetzt unterwegs sind, auch in Norwegen, da haben wir auch noch mal ein bisschen einen anderen Blick auf die Sachen. Wir wollen ja nicht einfach nur Sightseeing machen, sondern mehr oder weniger unbewusst prüfen wir auch alles ein bisschen auf die, ja, wie soll ich sagen, Base-Tauglichkeit. Wir überlegen immer so, ja, könnte man sich hier vorstellen, sich hier niederzulassen, sich hier eine Base aufzubauen. Und ja, dann hat man, glaube ich, noch mal ein bisschen einen anderen Blick drauf. Wobei ich auch sagen muss,
wir sind ja nur kurz hier und wir haben nur ein kleines, wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt von Norwegen bisher. Aber ich muss schon sagen, also man merkt, das Wetter ist hier auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das muss man da in diese Überlegungen auch mit einfließen lassen, weil da muss man schon ein bisschen resistent sein. Und was vor allem ich auch merke, Roberto glaube ich weniger, aber so schön ich die Berge hier auch finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde es mich einengen. Also ich finde es wunderschön hier, aber ich kann mir das viel eher vorstellen, so wenn man mal eben für ein paar Wochen, Monate hier unterwegs ist, ein bisschen reisen möchte oder ja, sich in den Bergen bewegen möchte. Aber ich glaube, zum Leben wäre es mir doch ein bisschen zu bergig. Hatte ich eigentlich so auch nicht unbedingt erwartet, dass das so sein könnte. Ja, und was für uns beide aber auch ein Faktor ist, das Leben in Norwegen ist schon ziemlich teuer. Und ich glaube, oder ich fürchte, dass das für uns einfach ein bisschen so ein No-Go-Kriterium ist. Also was wir gesehen haben, Immobilien sind hier auch tatsächlich gar nicht mal so teuer, im Gegenteil. Da haben wir auch ein paar richtig schöne Sachen gesehen, die es einem wirklich schwer machen, einfach ja, da nicht mehr einzutauchen. Aber ich glaube, die Lebenskosten, ja, das liegt einfach nicht in unserer Reichweite hier. So oder so, Norwegen hat ja so viel zu bieten. Und wenn ihr mehr von Norwegen sehen wollt, abonniert doch gerne den Kanal, damit unterstützt ihr uns und wir freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Hype das Video, like das Video, kommentiert fleißig und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!